Von groß bis klein, wendig bis robust. Die Schweizer Drohnenindustrie ist vielfältig und wächst stark. Zurzeit gibt es über 80 Firmen, die Drohnen bauen oder nutzen. Eine davon ist Wingtra. Das Start-up hat eine Fotodrohne entwickelt zur Vermessung von Landschaften. Die Drohne erinnert an ein Modellflugzeug. Der Vorteil ist größere Reichweite und gleichzeitig die Möglichkeit, die Einfachheit in der Handhabbarkeit. Man kann die Drohne einfach auf den Boden stellen, in dem Moment die Mission planen, die zu überfliegende Fläche und dann auf Go drücken. Die Drohne startet senkrecht, fliegt aber waagerecht. Eine Kombination aus Helikopter und Flächenflugzeug. Das Produkt von Wingtra ist gefragt, trotz des stolzen Preises von rund 20.000 Franken pro Stück. Das Marktpotenzial in dem Vermessungsmarkt, in dem wir sind, weltweit für die großen Flächen, schätzen wir auf 600 bis 700 Millionen Schweizer Franken. Und wir stellen uns vor, davon in den nächsten 3 bis 4 Jahren einen signifikanten Anteil zu nehmen. Das sind mindestens 30% Marktanteil. Ein anderes Beispiel ist die Firma Verity Studios. Ihre Mini-Drohnen kommen in Theater- und Konzertsälen zum Einsatz. Die Drohnen fliegen autonom und absolvieren ein vorgängig programmiertes Ballett. Das Showbusiness ist immer interessiert daran, was Neues zu kreieren, neue Effekte zu erzeugen. Und das ist was bisher einfach nicht möglich war. Es erlaubt uns, neue Räume zu erschließen. Wir können die Freiräume über der Bühne nutzen und dadurch ganz neue Effekte kreieren. Zu den Kunden gehören mittlerweile klingende Namen wie die Rockband Metallica oder der Zirkus Knie. Am Drohnenkongress an der ETH Zürich haben sich heute die Drohnenentwickler getroffen. Sie wollen sich mehr Gehör verschaffen und haben sich erst vor kurzem in einem Verband organisiert, der Drone Industry Association Switzerland. Die Drohnenindustrie ist zweigespalten im Moment. Es gibt die Konsumerdrohnen, wir kennen die alle. Es fliegen Zehntausende zurzeit in der Schweiz. Dieser Markt ist sehr weit voraus. Auf der anderen Seite ist die kommerzielle Anwendung wirklich eine Industrie, die noch in den Kinderschuhen steckt. Das Potenzial dort wird als sehr viel größer eingeschätzt als im Konsumerbereich. Und da, wie gesagt, ist Zuverlässigkeit und Sicherheit sind 2 der Hauptaspekte, die wir technologisch lösen wollen. Der Bund will neue Regeln, gerade auch für die Drohnenindustrie. Das begrüßen die Firmen, denn klare Rahmenbedingungen bedeuten auch mehr Sicherheit. Ich denke, wir werden sicher gewisse Richtlinien bekommen, aber das ist grundsätzlich eine gute Sache, weil damit machen wir den Luftraum sicherer und das ist das Wichtige im professionellen Segment. Die Schweiz, sie will hoch hinaus mit ihren Drohnen.